Hallo zusammen, in diesem Video werde ich einen kleinen Überblick über einen 4-Kanal-Fernschalter geben. Im Lieferumfang ist eine Fernbedienung mit 4 Tasten enthalten. Die Tasten werden von einer Abdeckung geschützt. Und ein Empfänger. Der Empfänger ist vierkanalig. 4 Tasten steuern 4 Kanäle. Jeder Kanal kann unabhängig voneinander konfiguriert werden. Das heißt, man kann verschiedene Verbraucher anschließen und diese separat steuern. Sogar die Versorgungsspannung der verschiedenen Verbraucher kann unterschiedlich sein. Die Stromversorgung des Geräts beträgt 12 Volt. Dies ist die Betriebsspannung des Empfängers. Einen Verbraucher kann man jedoch mit 12, 24 oder sogar 220 Volt anschließen. Hier gibt es 4 unabhängige Relais und die Kontakte sind ringsum angeordnet. Jetzt schauen wir uns an, was wo angeschlossen wird und wie das alles eingestellt wird. Zuerst müssen wir eine Batterie in die Fernbedienung einlegen. Da die Chinesen die Batterie weggelassen haben, musste ich sie separat kaufen. Wir schrauben 3 kleine Schrauben ab. Öffnen die hintere Abdeckung. Und hier ist Platz für die Batterie. Die Batterie kommt hier rein. Es ist eine 23 Ampere. Sie hat 12 Volt. So eine 12 Volt Batterie. Man kann sie auch in China bei AliExpress bestellen. Dort kosten sie nur ein paar Cent. Ich habe sie auch dort bestellt. Wir legen die Batterie ein. Wir überprüfen es. Wir drücken eine Taste. Hier leuchtet die Anzeige auf. Didi. Das bedeutet, alles ist in Ordnung. Einige Verkäufer legen die Batterie bei, andere nicht. Das heißt, es ist quasi Glückssache. Oder man kann den Verkäufer anschreiben und fragen, ob die Batterie im Lieferumfang enthalten ist. Oder einfach genau in der Beschreibung nachsehen. Ich denke, es wird dort angegeben sein. 42, die Fernbedienung haben wir vorbereitet. 43, jetzt müssen wir herausfinden, was wohin angeschlossen wird. 44, hier sind die Klemmen im Kreis angeordnet. 45, eine Taste zur Einstellung. 46, das ist unsere Antenne. 47, hier haben wir einen Ausgang für Kabel. 48, wenn die Kabel dünn sind. 49, und es sich um Signalkabel handelt. 50, kann man sie im Prinzip 51 biegen 12 und durch diese Öffnung führen. 53, wenn es sich um Stromkabel handelt. 54, kann man sie hier nicht herausführen. 55, Sie müssen dann gegenüber den Klemmen 56, Löcher bohren 57 und die Kabel in verschiedene Richtungen führen. 58, je nachdem wo die Klemmen sitzen. 59, die Stromversorgung des Moduls beträgt 12 Volt. 60, hier sind die Kontakte beschriftet. 61, 12 Volt, 62, 63, diese beiden Kontakte. 64, hier werden wir Plus und Minus anschließen. 65, wir werden die Kabel anschließen. 66, an D&D schließen wir Minus, können wir 1,5 Sekunden einstellen. Ich habe ein schwarzes Kabel genommen. 68, wir ziehen es in die Klemme. 69, fertig. Hier werden wir den Strom zuführen. 71, bei mir wird der Pluspol mit einem gelben Kabel sein. 72, und ich werde sofort 2 Pluspol verbinden. 73, weil wir mehr als einen benötigen werden. 74, ich werde zum Beispiel 75 an jedes Relais eine 12 Volt Lampe anschließen. 76, und deshalb 77, werde ich noch einen Pluspol benötigen. 78, weil an jedes Relais 79, an den mittleren Kontakt jedes Relais 80, wir Plus anlegen müssen. 81, Plus. Deshalb wird hier der Pluspol des Netzteils angeschlossen. Und auch ein zweiter Draht wird zu jedem Relais führen, für den Stromanschluss. Also, das heißt, wir haben den zweiten Draht, dann den 5., 8. und 11. An diese Kontakte müssen wir Plus anlegen. Deshalb werde ich dieses gelbe Kabel abisolieren, eine Brücke zu allen Kontakten herstellen. So ist eine Gänseblümchenverbindung entstanden. Der Pluspol geht an jeden mittleren Kontakt jedes Relais. Wenn Sie 220 Volt anschließen, werden Sie hier die Phase an diese 4 Kontakte anlegen. Dann aber nicht die Phase an die Stromversorgung anlegen. Hier wird plus 12 Volt angelegt und an diese hier kann die Phase angelegt werden. Und dann werden wir von einem der Kontakte abnehmen. Ich werde jetzt messen, welcher. Beim Einschalten wird ein Kontakt trennen und unser Relais wurde aktiviert. Es hat sich eingeschaltet. Das heißt, die benachbarten Kontakte sind normal geschlossen und normal geöffnet. Das kann man mit einem Multimeter messen. Da die Kontakte hier nur nummeriert, aber nicht beschriftet sind, ist nicht bekannt, was welcher bedeutet.
Um das zu überprüfen, messen wir einfach die benachbarten Kontakte und schauen, welcher geschlossen und welcher geöffnet ist. Hier wird es im Prinzip bei allen Relais gleich sein. Das heißt, dieser Kontakt ist normal geschlossen. Wenn das Relais ausgeschaltet ist, sind diese beiden Kontakte miteinander verbunden. Wenn wir also einen Verbraucher anschließen wollen, müssen wir ihn an diese Kontakte anschließen. Das heißt links vom Pluspol. Hier, wir schließen hier, hier, hier und hier an. Um zu zeigen, wie es funktioniert, habe ich solche Lampen genommen. Hier sind bereits Kabel vorhanden. Es wird sehr bequem sein, sie anzuschließen. Wir werden sie anschließen. Zuerst an den Pluspol. Einen angeschlossen. Wir schließen den zweiten an. Wir schließen den dritten an. Und wir schließen den vierten an. Jetzt müssen wir nur noch alle Minuspole miteinander verbinden und ihnen minus 12 Volt zuführen. Das heißt, diese von jeder Lampe. Wir nehmen den Minuspol und verbinden sie miteinander. Das heißt, der Minuspol wird ihnen ständig zugeführt. Und mit dem Pluspol werden sie steuern, ein- und ausschalten. Hier sind sie alle Minuspole. Ich habe sie an den negativen Kontakt angeschlossen. Ich werde den Modul selbst mit Strom versorgen. Und derselbe Modul wird diese 4 Lampen mit Strom versorgen. Und jetzt zeige ich, wie man einstellt, wie die Fernbedienung gekoppelt wird und jeder Kanal eingestellt wird. Jetzt zeige ich, wie man einen Schlüsselanhänger koppelt, wie er eingestellt wird. Es gibt 3 Betriebsmodi. Erstens, wenn Sie einen Schlüsselanhänger löschen müssen, dann halten wir die Taste 8 Sekunden lang gedrückt. 8 Sekunden vergehen und alle Schlüsselanhänger werden gelöscht. Es können bis zu 25 Schlüsselanhänger gekoppelt werden. Wir haben 8 Sekunden lang gehalten und alle unsere Schlüsselanhänger wurden gelöscht. Alle reagieren nicht auf das Signal. Das heißt, der Schlüsselanhänger wird entkoppelt. Um einen der Betriebsmodi auszuwählen, drücken wir die Taste, halten sie gedrückt und schauen auf die rote LED. Er leuchtet. Danach sollte er erlöschen und blinken. Sobald er einmal geblinkt hat, lassen wir die Taste los. Das ist der erste Betriebsmodus. Wir drücken die Taste auf der Fernbedienung. Die LED hat geblinkt und wir müssen die Einstellungen speichern. Wir drücken erneut. Die Einstellungen wurden gespeichert. Der Modus ohne Arretierung. Das heißt, wir drücken die Taste, die Fernbedienung wird aktiviert. Wir lassen die Taste los, die Fernbedienung schaltet sich aus. Wenn wir die Taste gedrückt halten, ist die Fernbedienung geschlossen, solange wir die Taste halten. Sobald die Taste losgelassen wird, schaltet sich die Fernbedienung aus und wir können den Modus einstellen. Um den zweiten Modus einzustellen, das ist der mit Arretierung. Wir müssen die Taste gedrückt halten. Die LED leuchtet auf. Wir warten, bis sie erlischt. Zuerst blinkt sie einmal. Das ist der erste Betriebsmodus. Dann blinkt sie zweimal. Wir lassen die Taste los. Wir drücken die Taste auf der Fernbedienung. Dann drücken wir die Taste erneut und speichern die Einstellungen. Das ist unser Modus mit Arretierung. Das heißt, mit einem Tastendruck schalten wir ein, mit einem zweiten Tastendruck schalten wir aus. Und so jeder Kanal. Das ist unser zweiter Betriebsmodus. Und der dritte Betriebsmodus. Wir machen dasselbe, nur müssen wir warten, bis die LED dreimal blinkt. Einmal hat sie geblinkt, dann zweimal geblinkt. Und so machen wir weiter. 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 Dann zweimal geblinkt. Dreimal geblinkt. Der dritte Betriebsmodus. Wir drücken eine beliebige Taste auf der Fernbedienung. Die Fernbedienung wird gekoppelt. Wir drücken hier die Taste und auf der Fernbedienung. Und die Einstellungen wurden gespeichert. Hier ist der Betriebsmodus. Bei uns so. Es leuchtet nur ein Kanal. Das heißt, es ist nur ein Kanal eingeschaltet. Wenn wir einen anderen Kanal einschalten, wird der vorherige ausgeschaltet. Das heißt, es kann nur etwas Einziges leuchten, abwechselnd eingeschaltet werden. Der vorherige wird ausgeschaltet. Das heißt, wir wählen, welcher Kanal eingeschaltet werden soll.
aber der vorherige wird ausgeschaltet. Das ist der dritte Betriebsmodus. Aber hauptsächlich nutzen alle den zweiten Betriebsmodus. Deshalb werden wir den ersten Betriebsmodus verwenden. Deshalb werde ich ihn einstellen. Das heißt, die Funktion durch Drücken eingeschaltet, durch zweites Drücken ausgeschaltet. Wir koppeln. Wir speichern die Einstellungen. Und hier ist unser Betriebsmodus. Mit einem Tastendruck schalten wir ein, mit dem zweiten Tastendruck schalten wir aus. Und so wird jeder Kanal eingeschaltet, unabhängig voneinander. So funktioniert dieses Modul. Den Link dazu werde ich in der Beschreibung hinterlassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss zusammen.